Ihr habt ja jetzt schon die Bilder von Gülcan gesehen und auch die von Yunus schon und auch die von Marcel und jetzt darf ich auch mal. Weil du hast ja auch die meisten Likes bekommen, so viel. Stimmt. Und kommst jetzt als letztes. Wir sind gespannt, tatsächlich. Ich will unbedingt sehen, wie er damals aussah. Kennst du Kinderfotos von ihm? Ich kenne sehr wenig Kinderfotos. Ich glaube, ich habe vielleicht 2 oder so gesehen. Also ich kenne ihn, ich weiß, wie er als Kind aussieht. Ach ja. Warum eigentlich? Genau, da musst du einfach dranbleiben. Aha! Wir sind bereit. Gott, Digga! Die Tasche trägt Fiete. Du bist nichts. Du bist Dienstag. Das war, ja. Dicker, guck sein Gesicht. Ja, zum Reinkneifen. Das habe ich mal abfotografiert, denn das hatte meine Mutter ausgeschnitten und in den Kalender geklebt. Ich glaube, der war für meine Oma. Auf jeden Fall habe ich diesen Kalender mal in die Finger bekommen und dann das abfotografiert, denn das ist mein absolutes Lieblings-Kinder-Baby-Foto. Ich trage da wirklich den Rucksack von meinem Teddy. Ach so, krass, echt jetzt? Ja, der Rucksack der Rucksack gehörte wirklich zu einem Teddy und ich habe den dann auf einmal aufgehabt. Er hat den Teddy abgezogen, Digga. Gib jetzt den Rucksack. Das hat einfach schon Rousseau im Rucksack. Nachschlagewerk schon, so ein Duden damit geschleppt. Wir machen uns immer drüber lustig, dass Fiete in einem intellektuellen Haushalt groß geworden ist. Also ist er wirklich, ne? Ist ja Real Talk so. Aber wir machen uns immer über ihn lustig. Oh, du bist so klug, Fiete. Wow. So. Nee, oder wenn sie Weihnachten zusammensitzen so. Hier, ich habe das neue Werk vom Brockhaus gekauft. Ach, Vater! Vater, wie gütig. Sei Dank! Der ist für dich. Danke, Vati. Wo ist das denn? Scherz! Und wer ist das? Krass. Das ist meine Mutter. Was? Ist das etwa deine Mutter? Das ist einfach Ja. Yunus Mama. Das ist Yunus Mama. Da bin ich bei Yunus zu Hause gewesen, denn ich war zum Kindergeburtstag seiner Schwester eingeladen. Es gab immer schön Kuchen. Das war 1. oder 2. Klasse. Da hat Yunus mich zum ersten Mal kennengelernt. Das war, wann war das? 97 oder 98? Ich habe nämlich Fiete, weil er ja noch so klein war, dann nach Hause gebracht, weil ich ja schon erwachsen war. Mach die Straße frei. Was? Ich habe ihn dann auch in so einen Rucksack gepackt. Wozu hier? So, jetzt machen wir hier weiter. Bist du schon früh Muslim gewesen? Ist das ein Happy oder ist das jetzt diese Das ist eine Tacke aus Marokko. Ach wirklich? Also doch? Ja. Krass, okay. Was mit deinen Beinen? Der Van Damme-Move. Mein Bruder hatte mir von seiner Marokko-Reise so eine Mütze mitgebracht. Da bin ich 4. Klasse einfach mit der Mütze in die Schule gegangen. Von wegen, was ist los? Ach, du hast ja gewechselt. Ja, 4. Klasse war ich nochmal auf Was einer ja anderen mal Schule. weg, stimmt. Das hat nämlich meine Mutter immer sehr registriert. Wo ist denn Fiete hin? Ja? Ja, Fiete war komplett im Gedächtnis meiner Mutter. Krass. 2009 oder 2010, auf einmal stehe ich wieder da. Ja, auf einmal stehe ich da. Nach 10 oder 11 Jahren haben wir uns nicht gesehen. Fiete was back. Und dann auf einmal haben wir uns wieder kennengelernt, kurz bevor ich dann konvertiert bin. Und dann war Yunus bei meiner Konversion dabei, als ich in der Moschee war. Bei was? Bei der Konvernierung, Entschuldigung. Bei der Konvenierungszeremonie. Ja. Okay, komm. Mensch. Nice. DJ Fiete, ich glaube, das Hemd hast du immer noch übrigens. DJ Nein. Fiete. Das habe ich nicht. Dorf-DJ. Ja. Du spielst immer nur auf 50 plus Geburtstagen. Ich habe das erste Mal ein Tasteninstrument in Schweden angefasst. Da haben wir die Gastfamilie von meinem Bruder besucht, der dort ein Auslandsjahr gemacht hat. Aber freiwillig. Also du warst jetzt nicht einer von den Kindern, die gezwungen worden sind? Und Nein, gar nicht. Ich habe mich dann da hingesetzt ans Klavier und dann haben die Gastfamilie von meinem Bruder, hat dann meine Eltern gefragt, ach, nimmt ihr etwa Klavierstunden? Beethoven Sechste. Ist ja unfassbar. Und dann haben meine Eltern gedacht, krass, okay, na, scheint da irgendwie ein Talent für zu haben, irgendwie zu können. Und Sorry. dann, Mutter, was ist dieses Gerät? Das mit so ist ein Klavier. Dürfte ich mal? Genau so. das ist ja einfach. Es gibt auch noch Bilder, wo ich dann mit 19, 20 an diesem Keyboard sitze. Dieses Keyboard hat mir jahrelang gedient und hat ein paar sehr geile Beats hervorgebracht. Also da habe ich ein paar nice Hip-Hop-Banger mitgezaubert. Oh, ich glaube, jetzt kommt was Witziges. Was mit Rappen wahrscheinlich. Ja, Mann. Okay. Oh, Keine Ahnung, was Represent. das der alte Lied. Ach krass, da sind sogar, guck mal, da haben wir sogar ein Foto. Kennt ihn jemand? Wie ist das Ding? Das ist der Dazzle. Das ist Dazzle und das ist Berker.
Das ist Berkan, Bruder. Das ist Berkan. Das ist der werte Herr dort. Shoutout an Berkan. Alles leuchtet weinrot. Fiete mit seinem, was ist denn das? Das ist 2XL-Shirt. Und ich hatte locker irgendwie eine Wu-Tang-Hose an oder so. Dann war es irgendwann nicht mehr so. Dann hatte ich irgendwann nicht mehr so, hing auch so mit meinem Lebenswandel zusammen. Irgendwann dann so ist das Thema Musik voll versandet. Wir haben dann uns irgendwann auch zusammen ein Studio geholt und dann bin ich da nicht mehr hingegangen und so. Und ich hatte viele Probleme mit mir selbst und was ich machen will und so in meinem Leben und habe mich dann immer mehr so von der Musik entfernt. Dann habe ich wieder versucht, über Musik ein bisschen so meine Sachen aufzuarbeiten, aber bin dann nie wieder so wirklich reingekommen. Aber hast du die Konvenierungsphase von Musik zu entfernen? Ja, das war dann so, ich bin konvertiert zum Islam und dann dachte ich so, yo, Musik und so. Ja, man rutscht immer so in diese Phasen rein. Und da war ich dann ein bisschen Anti-Musik, aber dann nach kurzer Zeit auch wieder nicht, weil ich dann gemerkt habe, ich brauche es einfach in meinem Leben so und ich muss irgendwie meine Gedanken verarbeiten und da haben mir eben Texte schreiben und so und Beats machen vor allem hat mir sehr geholfen. Also Beats habe ich dann noch lange weitergemacht, auch immer so hobbymäßig, selbstständig. Ein paar davon kennt ihr auch aus unseren Videos. Die Jungs, die machen immer noch weiter Musik. So Dessel habe ich erst vor 2 Wochen bei Cosmo im Radio gehört. Berkan, ich hoffe ihr kennt ihn. Grüße an die beste Jungs. Ach. Ja, das war unsere Türkei-Reise 2009. Ja. Wir sind die Petri im Hintergrund. Digga, ihr habt mich vernichtet. Ja, das war 2009. Also ich weiß gar nicht, ob wir. Oder da waren wir schon in der Türkei. Oder war das kurz vorher? Sorry, Digga. Ja, es war auf jeden Fall in der Türkei. Und ich mit meinem kurzen Topfschnitt, ey. Ich hatte nie eine andere Frisur. Ich war mit 21 das erste Mal in meinem Leben beim Friseur. Davor hat immer meine Mutter mir die Haare geschnitten. Ich hab irgendwie, keine Ahnung, ich hatte gar keinen Bock, meine Frisuren auszuprobieren oder sowas. Mein ältester Bruder, der hatte Glatze, der hatte lange Haare bis hier. Und mein anderer Bruder, der hatte jede Farbe mal. Also der hatte mal grüne Haare, mal rote Haare, mal blaue Haare. Und ich habe nichts gemacht mit Auch mal schwarz, rot, gold. Nein, eigentlich nicht. Ja. Bam. Oh, den Pullover kenne ich auch noch. Schön. Haben dich deine Eltern nach rausgeworfen? Conti. Sind wir in Brandenburg. Ich musste mich selbst über Wasser Alles ist halten. immer irgendwo in Brandenburg. Und dann musstet ihr fliehen, weil Younes mit der AK auf euch geschossen hat. Das ist halt direkt nach seiner Konvenierung Rauschen. Ah ja, stimmt. Da musste ich mich dann verstecken vor den Cops. Spaß, vor den Bundescops. Das war 2012 in Norwegen mit meinen beiden alten Mitbewohnern. Und wir haben keine Ahnung, wie viele Vorräte mitgenommen. Wir sind mit dem Auto bis hoch nach Norwegen. Nee, das war in Schweden. Stimmt, das war in Schweden. Man sieht an Fites Gesicht, es macht ihm Spaß. Es ist ihm geht's gut. Ja, es war lustig. Er hat auf jeden Fall, also er will irgendwie noch abstechen. Ja, Mann. Ich wollte Sujuk schneiden. Wir hatten uns extra Sujuk mitgenommen. Krass, diese Sujuk sind auf jeden Fall dein Leben, ja. Wir hatten auf jeden Fall Sujuk dabei. War sehr nice. Ja, Also sieht schon Playboy aus jetzt langsam, ne? Langsam. Dann Das war schon die, Ja, das ist schon die ersten signifikanten, die typischen. ja, der Standardbart, den ich irgendwie nie weggemacht habe. Grüße an Ibo. Das war 2010 in Syrien. Da habe ich mit Freunden, anstatt eine Abi-Reise zu machen nach Lorette de Mar oder wo war? Nee, ihr wart in Bulgarien oder so. Ne? Ohne Sinn. Also Malle hatte Bock auf sowas. Er wollte sich richtig abschießen und Party machen. Schlimmste Entscheidung meines Lebens, Alter. Und wir sind dann zu 5, ohne Marcel, eine Woche durch Syrien getourt und dann 2 Wochen durch die Türkei. Du hast bereut, Marcel? Ich hab's unendlich bereut, dass ich da nicht mitgekommen bin. Da sind wir eine Woche durch Syrien getourt, waren in Damaskus, Aleppo, Homs. Best. Und das war ein Dreivierteljahr, bevor da der Bürgerkrieg losging. So, und da haben wir auf jeden Fall noch so ein paar Gegenden besuchen können, die es jetzt wohl nicht mehr gibt. Das war echt eine krasse Reise. Die hat mich auf jeden Fall gut weitergebracht im Leben. Viel Neues entdeckt, viele spannende Menschen kennengelernt. Das war echt ein sehr wichtiger Part Lebenserfahrung. Ja, die bulgarische Kultur war auch interessant. Da am Sonnenstrand, völlig besoffen. Und es war ganz Es schrecklich. wäre so nice, hätte man so hin und her switchen können. So erst Ja. so seine übelste Sinnreise so, und der, ja, überall so tolle Gebäude und dann Architektur.
Ah, das war's. Bam! Ja, Glück gehabt. Ich hätte gedacht, dass da noch peinlichere Fotos kommen. Ich kann ja nochmal 2 aussuchen und die vielleicht auf meinen Instagram-Account packen und dann packe ich den auch noch in die Videobeschreibung, die könnt ihr raufklicken. Und wenn ihr euch auch noch die Fotos von den anderen angucken wollt, dann hier zur Playlist bitte, da gibt es die Bilder von Gülcan, Younes und Marcel. Da unten geht's zu Funkfeld und Abo, nicht vergessen. Abo hier in Marcels Gesicht.